Ich gehöre zu den glücklichen Oldtimer-Besitzern, die ein Auto gefunden haben, das wirklich das Nonplusultra ist. Also das Auto, das passt wie ein maßgeschneiderter Schuh. Der Jaguar E war eigentlich so ein Spielzeugauto aus meiner Kindheit. Und der verkörpert für mich den klassischen Sportwagen der 60er Jahre. Dessen Design hat so einen Hauch von Eleganz. Ein bisschen mondän wirkt er auch. Ein bisschen Verruchtheit kommt auch mit zum Tragen und diese Mischung, die macht es. Als ich mir das Fahrzeug gekauft habe, war ich sehr jung. Ich habe mir den 1981 als Student gekauft und ich habe praktisch alles falsch gemacht, was man beim Oldtimer-Kauf falsch machen kann. Mit sehr viel Herzblut gekauft, mit dem Auge gekauft und bin in sämtliche Fallen hineingeschlittert, die sich da einem bieten. Das Fahrzeug hat die klassischen Roststellen gehabt, musste komplett restauriert werden. Die Kupplung war verölt, also das heißt Motor raus, Getriebe, alles raus. Das Fazit war eine fast 4-jährige Unterbrechung der Nutzung dieses Fahrzeugs. Ich musste also eine Motorhaube aus Nordengland holen und die musste dort zerlegt werden und die haben wir dann auf dem Dachgepäckträger unseres kleinen R4s nach Hause transportiert. Ich musste lernen zu schweißen, ich musste lernen mit Mechanik umzugehen. Ich habe aber Gott sei Dank nicht den Fehler gemacht, alles von Anfang an selber machen zu wollen. Ich habe den Motor einem befreundeten Spezialisten übergeben. Die Lackierung habe ich auch nicht selbst gemacht und die hauptsächlichen Schweißarbeiten habe ich auch einem Profi überlassen. Aber ich habe sehr viele Nebenarbeiten selbst gemacht, habe die Hinterachse selbst überholt und die ganzen Kleinteile aufbereitet. Ich habe 4 Jahre lang geschraubt, habe viele Fehler gemacht, musste viele Dinge doppelt und dreifach machen, wieder ausbauen, wieder einbauen. Bin also den Leidensweg gegangen, den ein Oldtimer-Liebhaber gehen muss, der jetzt nicht mit dem Scheckbuch einfach so restaurieren kann. Und bereue nichts davon. Natürlich würde ich heute einige Dinge anders machen, aber man setzt sich natürlich mit dem Fahrzeug ganz anders auseinander. Wenn man das Gefühl hat, man hat, naja, nicht jede Schraube, aber sehr viele Schrauben dieses Fahrzeugs in der Hand gehabt, kennt alle Winkel, alle Ecken, dann wird das Fahrzeug ein sehr, sehr persönliches Fahrzeug. Auch wenn man bestimmte Lösungen heute nicht mehr präferieren würde. Man muss ja auch im Leben damit zurechtkommen mit all seinen eigenen Unzulänglichkeiten und das ist beim Fahrzeug dann eben genauso. Wenn man sich das Cockpit von dem Jaguar E-Type anschaut, dann sieht man da keine Übertreibung. Es sind da keine Gimmicks drin, keine extra Zierteile oder sowas, sondern das Cockpit schaut eigentlich aus wie das Cockpit von einer Militärmaschine aus den 40er, 50er Jahren. Es wirkt ganz nüchtern und trotzdem die Akzente, dieses Holzlenkrad, die Ledersitze, das alles wirkt sehr stimmig. Für mich ist es zum Beispiel ganz erstaunlich, dass dieses Fahrzeug so von seiner äußeren Erscheinung und das Fahrgefühl, das man mit dem Fahrzeug haben kann,
dass das ganz harmonisch ineinander übergeht. Es gibt ja Fahrzeuge, die, sehen quasi, schneller aus, als sie jetzt meinetwegen fahren, und dann gibt's natürlich den umgekehrten Fall. Und ich habe beim E-Type immer das Gefühl, das ist in sich alles schlüssig. Diese Karosserie, die einem suggeriert, der schlüpft hier durch den Wind durch, genau dieses Gefühl hat man auch, wenn man den Wagen bewegt. Das ist 'ne Leichtigkeit, mit der voranschnellt. Er ist 'n sehr kultivierter Wagen und wirkt eigentlich aus heutiger Sicht durchaus modern. Also, ich würde 'ne Fahrt mit 'nem Jaguar E durch die Landschaft eher so vergleichen mit 'nem Ritt auf 'nem fliegenden Teppich. Der federt also sehr weich ab, und aufgrund des großvolumigen Motors ist das Drehmoment natürlich sehr kräftig. Und das heißt, der Wagen lässt keinerlei Hektik aufkommen. Also, wenn man jetzt vergleicht mit eher rennsportorientierten Sportwägen aus den 60ern, wo man also sehr viel schalten muss und dann immer die Drehzahl erreichen muss, wo eben die Maximalleistung da ist. Das macht sicher Spaß. Für mich persönlich ist es aber eher so dieser Drehmoment-Riese, den man einfach gleiten lassen kann, der durch die Landschaft gleitet und aber jederzeit genügend Leistung hat, um mal schnell wegspurten zu können. Und das Ganze wird untermalt durch ein traumhaftes Motorengeräusch. Das ist ja 'n Reihen-Sechszylinder, und, dadurch, dass er doch relativ viel Hubraum hat, ist es eben kein aggressives Kreischen, wie jetzt meinetwegen bei einem kleinvolumigeren Motor, sondern es ist ein sehr sonores Geräusch, vollvolumig. Dann kommt natürlich durch die Feuerwand vorne, die ist ja nicht so perfekt abgedichtet wie bei modernen Fahrzeugen, immer auch eine Geruchsnote noch dazu. Das Getriebetunnel reicht ja weit in den Fahrgastraum hinein. Das heißt, man spürt dann an seinem Oberschenkel, dass das Ding jetzt langsam sehr, sehr warm wird. Im Sommer dann durchaus auch mal unangenehm, weil die Kabine sich sehr, sehr aufheizt. Und mit der Temperatur kommen dann auch die Geruchsnoten von Motoröl und ein bisschen Getriebeöl, und das vermischt sich dann mit dem warm werdenden Sitzleder. Es spricht alle Sinne an. Das ist sicher bei jedem älteren Fahrzeug so. Das ist Teil des Genusses, einen Oldtimer zu fahren, und diese spezifische Mischung, die der E-Type da hat, das hat's mir also schon angetan. Ich fühle mich eigentlich in dem E-Type immer noch so wie vor nahezu 40 Jahren. Also, man hat da 'ne gewisse Aufregung, wenn man den dann im Frühjahr das erste Mal aus der Garage holt. Man, fährt, die ersten Kilometer mit weit aufgesperrten Ohren, um nach irgendwelchen Geräuschen zu lauschen, ob wirklich alles gut läuft, ja? Und es dauert dann eben 1, 2 Wochen, bis man sich wieder so dran gewöhnt hat und dann einfach auch mal einfach frei wegfahren kann. Es gibt ja viele Oldtimer-Liebhaber, die liebend gerne zu Clubtreffen fahren oder auf Oldtimer-Rallys. Ich selber mochte das nie. Ich scheue solche Treffen, und tue mir auch schwer, mit dem eigenen Fahrzeug irgendwo zu einer Veranstaltung hinzufahren. Ich habe den Jaguar eigentlich schon zu Studentenzeiten immer allein bewegt. Ich habe höchst selten 'nen Beifahrer dabei, und mein Fahrzeug ist ja in Sherwood Forest Green, also 'nem sehr, sehr dunklen Grün, lackiert, und, diese Farbe wirkt am tollsten im Schatten. Dadurch, dass das ja 'n Coupé ist und sich der Innenraum sehr stark aufheizt, war die ideale Fahrzeit entweder am frühen Morgen oder am späten Abend. Für mich das höchste Erlebnis ist eigentlich 'ne Fahrt in der blauen Stunde, wenn die Sonne also wegtaucht und dann diese Blautöne kommen, und dann kommen die ganzen Spiegelungen auf dieser langen Motorhaube, ja, man sieht die Konturen des Designs, hat beide Fenster nach unten gekurbelt. Wie gesagt, der Wagen heizt sich doch erheblich auf. Man hört dann eben, das Motorengeräusch und fährt dann alleine durch die Fränkische Schweiz. Das ist ein unglaubliches Gefühl für mich, ein unglaubliches Fahrgefühl. Dieses dröhnende Geräusch des Motors hört und dann diese Gerüche, die ich schon beschrieben habe, dann das Fahrverhalten von dem
Fahrzeug, das jederzeit eben in der Lage wäre, vom Stand weg sehr schnell wegzusprinten, aber das eben sich auch zügig, fließend durch die Landschaft bewegen lässt, ohne jede Hektik. Und insofern ist das einfach was, was mich heute immer noch so begeistert wie vor fast 40 Jahren.